Hi Leute, die Energieunabhängigkeit ist und bleibt das Thema der Stunde, denn die Energiekosten steigen und steigen immer weiter. Aus diesem Grund werden natürlich Heimspeichersysteme immer interessanter, auch für meine Zuschauer. Aber viele meiner Zuschauer haben einfach keinerlei Bock darauf, sage ich einfach mal, irgendwelche hochkomplexen Systeme einzubauen und diese dann zu bedienen. Hier und heute in diesem Video habe ich deswegen die Jackery SolarVolt 3 Serie am Start. Denn das Ziel von Jackery ist es, grüne Energie für jeden einfach, sicher und absolut zuverlässig zur Verfügung zu stellen. Wir schauen uns heute nämlich hier in dem Video an, warum hier das System mehr als nur ein einfacher Akku ist, sondern ein komplettes intelligentes Ökosystem. Des Weiteren möchte ich das System heute mit euch aufbauen, in Betrieb nehmen und mir auch anschauen, was es hier noch für Alternativen vom selben Hersteller gibt. Also seid gespannt auf das Video und los geht's! Nun stehen wir vor der Qual der Wahl. Welcher SolarVolt passt denn nun zu wem oder welche Unterschiede gibt es hier? Wie ihr seht, habe ich hier den SolarVolt 3 Pro. Es gibt natürlich noch den Pro Max und den Pro Max AC. Was ist der wesentliche Unterschied? Ganz einfach gesagterweise zum einen die Backup-Steckdose. Wir haben jetzt hier den Pro, der hat bei der Backup-Steckdose 1200 Watt Zusatzleistung, die wir hier quasi an weitere externe Geräte abgeben können. Habt ihr hier die Max-Version, kann diese 2500 Watt ausgeben. Das ist natürlich dann interessant, wenn ihr große Verbraucher auch nochmal hier im Backup betreiben wollt. Und ganz besonders ist hier nochmal der AC zu erwähnen. Der AC ist eigentlich dafür entwickelt, wenn ihr schon eine PV-Anlage besitzt, die vielleicht keinen Speicher oder nur einen ganz kleinen Speicher habt, könnt ihr die AC-Variante dazu kaufen und diese dann in euer System mit einpflegen. Diese hat keine MPPT-Anschlüsse, das heißt, ihr könnt keine PV-Module an die AC-Variante anschließen, aber ihr könnt sie direkt AC gekoppelt anschließen. Wenn Überschuss in eurem Netz vorhanden ist, das heißt, eure PV-Anlage zu viel Strom produziert, lädt der AC auf und wenn der Strom gebraucht wird, gibt ihr ihn wieder ab. Das wären die drei Varianten, die es hier gibt. Dann kommen wir gleich zum nächsten wichtigen Punkt, gerade auch da ich ja den AC angesprochen habe, aber eigentlich für jedes System ist es heutzutage eigentlich wichtig oder existenziell wichtig, auch einen Smart Meter mitzuverwenden. Denn diese Systeme sind ja AI gesteuert, das heißt, sie können dementsprechend eure Verbräuche erkennen und hier die Abgabe sauber selber konfigurieren und einstellen, aber dafür brauchen wir halt einen Smart Meter. Jackery hat hier sehr viele Smart Meter im eigenen Sortiment und ist auch mit einer großen Anzahl von Smart Metern kompatibel. Ganz wichtig, es gibt einfache Smart Meter oder Smart Plugs, was auch immer ihr verwendet, liegt an eurer eigenen Situation, denn manche Smart Meter wie dieser hier benötigen die Installation zum Beispiel von einem Elektriker in eurem Unterverteiler oder hier, wenn ihr wollt, könnt ihr auch diesen Smart Meter verwenden, denn der Vorteil des Jackery Smart Meter DO Rater ist, wenn ihr zum Beispiel einen digitalen Stromzähler habt, der hier schon eine Abgabestelle von Informationen hat, das heißt, der hier diese optische Schnittstelle besitzt, könnt ihr hier diesen Smart Meter draufgeben und somit direkt die Daten von eurem Stromzähler abgreifen. Der letzte Punkt wären dann natürlich die Smart Plugs, auch diese gibt es von Jackery, diese könnt ihr dann einfach in die Steckdosen einstecken, dahinter größere Verbraucher wie zum Beispiel Waschmaschine, Kühlschrank oder ähnliches anschließen und könnt somit eventuell auch die Smart Meter komplett umgehen. Das wäre dann die einfachste Variante. Ich für meinen Teil werde hier den Standard Smart Meter verwenden und diesen mit dieser Anlage jetzt mal in Betrieb nehmen. Ein ganz wichtiger Punkt, ich werde die Anlage mit euch aufbauen und auch einige Zeit laufen lassen und dann nochmal ein zusammenfassendes Video zu den Ertrag dieser Anlage erstellen. Ganz wichtig natürlich, wir können jetzt hier so eine Anlage kaufen. Viele werden aber noch keine PV-Module haben oder entscheiden sich erst jetzt ein Balkonkraftwerk oder eine kleine Mini-PV-Anlage aufzubauen. Hier haben wir jetzt natürlich auch die Wahl, welche PV-Module benutzen wir. Wer natürlich ein großes, komfortables Dach zur Verfügung hat, kann hier ordentliche, dementsprechende klassische PV-Module aufbringen. Die meisten werden es aber hier einfacher wollen, besonders wenn ihr Mieter seid und nur einen Balkon habt oder eventuell die PV-Module auch vielleicht irgendwann wieder abbauen müsst oder flexibel transportieren müsst. Die Alternative hier wären nämlich die Lightweight PV-Module von Jackery, die neue Serie. Das heißt also die Leichtgewicht-PV-Module. Diese sind, wie ihr seht, sehr massiv gebaut, trotz alledem mit ca. 8,3 Kilo
relativ leicht. Ihr könnt sie dann somit ganz einfach an eurem Balkon montieren, an der Hauswand montieren und sie lassen sich ganz einfach wieder abnehmen. Die Besonderheit bei diesen Modulen, diese sind sehr, sehr dünn. Ihr seht es hier, sie sind wahnsinnig dünn und ich nehme jetzt einfach mal eine 2-Euro-Münze und stelle diese hier oben drauf. Und somit seht ihr, dass diese Module mit ihren 4 mm kaum dicker als eine 2-Euro-Münze sind. Nichtsdestotrotz sind sie wirklich extrem stabil. Wir können noch mal ganz kurz auf die technischen Daten dieser Leichtgewichtmodule draufschauen. Hierzu muss ich, glaube ich, nicht mehr viel erläutern. Ganz wichtig für euch, wir haben hier eine Leistungsabgabe von maximal 245 Watt. Das heißt, wenn wir hier 4 Module verwenden würden, hätten wir ca. 980 Watt, die wir so erzielen können. Also heißt das für euch, der Vorteil dieser Module: mit nur 8,3 Kilo sind sie wirklich flexibel, händelbar für euch. Ihr könnt sie an der Wand anbohren oder überall hier mit diesen Ösen befestigen. Und diese sind auch sehr günstig erwerbbar im Set mit der SolarVolt 3. Diese werden hier im Set angeboten und hier könnt ihr beim Kauf auch nochmal richtig sparen. Wenn ihr euch für die Produkte interessiert, Link zu den Produkten und alle Angebote, die ich vom Hersteller bekomme, natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hier ein Transparenzhinweis: Ich arbeite mit diesem Video oder in diesem Video mit Jackery auch zusammen. Deswegen wird das Video hier als Werbevideo gekennzeichnet. Kommen wir aber zu dem reinen Hauptgerät. Ich habe jetzt hier die Pro-Variante auf dem Tisch. Wir können mal ganz kurz über das Gerät schauen. Der wichtigste Punkt oder die wichtigsten Highlights in diesem Gerät: Dieses Gerät ist auf Sicherheit getrimmt. Das heißt, wir haben hier in diesem Gerät ein Aerosol-Brandschutzsystem verbaut. Das ist mittlerweile heutzutage unerlässlich sowas, denn wir haben hier einen Solarspeicher im Haus stehen. Dieses Speicher arbeitet mit dementsprechend sicheren Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien. Nichtsdestotrotz kann etwas mehr Sicherheit nicht schaden, denn wir haben hier nochmal ein Brandschutzsystem, was hier intern dafür sorgt, dass euch auch wirklich nichts passieren kann. Das System überwacht mit der intelligenten AI permanent, was hier los ist, was an dem System passiert, und sollte hier wirklich mal was schiefgehen, greift als allerletzte Bremse das Brandschutzsystem. Ganz wichtig, wir haben auch hier ein Überdruckventil an diesem Gerät angebracht. Hier seht ihr das Ventil. Das ist extrem wichtig bei solchen Anlagen, denn wenn hier wirklich im Ernstfall was passiert, entsteht ein hoher Druck, der muss irgendwo raus. Dafür ist dieses Gerät oder dieses Ventil mehr zu sagen gedacht. Was haben wir hier noch? Wir haben hier den On-Grid-Anschluss. Diesen können wir dann nachher auch schön in Betrieb nehmen. Dann haben wir hier einen Ethernet-Anschluss. Das sollte heutzutage auch Standard sein. Hier könnt ihr direkt mit eurem LAN-Stecker rangehen und das System mit dem Ethernet, mit dem Internet oder mit eurem Hausnetz verbinden. Das ist besonders wichtig, wenn ihr Smart Meter verwendet, sodass das Gerät auch nahtlos mit dem Smart Meter ohne Unterbrechung kommunizieren kann und das so schnell wie möglich. Nichtsdestotrotz unterstützt das System auch Wi-Fi. Hier haben wir die dementsprechende Antenne. Hier drüben wäre die Backup-Steckdose. Wie gesagt, hier bei mir in der Pro-Variante mit 1200 Watt, in der Pro Max-Variante 2500 Watt. Wie gesagt, überlegt, was ihr hier braucht und kauft dementsprechend die richtige Kopfeinheit. Und dann hier drüben auf der Seite, ich nehme hier einfach mal diese beiden Schutzkappen ab, sehen wir natürlich unsere PV-Anschlüsse. Wir sehen hier 4 Anschlüsse. Wichtig, jeder Anschluss kann bis zu 1000 Watt verarbeiten, bis zu 28 Ampere bei bis zu 60 Volt. Das ist schon eine ganze Masse und ganz wichtig, jeder Anschluss hat seinen eigenen MPPT-Tracker. Das heißt, ihr könnt hier die PV-Module, die an jeden einzelnen Anschluss angeschlossen sind, natürlich unterschiedlich zueinander ausrichten. Das heißt, hier vielleicht nach Süden, da nach Osten und so weiter und so fort. So habt ihr die Möglichkeit, wenn irgendwelche PV-Module beschattet sind, dass der andere Tracker dann trotzdem mit Volllast weiterarbeiten kann. Das sollte heutzutage bei so einer Anlage auch absoluter Standard sein. Auf der Rückseite der Anlage haben wir einen sehr groß dimensionierten Kühlkörper. Der Vorteil dieser Kühlkörper, wie ihr seht, ist passiv. Das heißt, wir haben hier keine aktive Kühlung, keine Lüfter, die hier irgendwie zu hören sind. Und somit ist das System im Betrieb natürlich auch flüsterleise. Das heißt, ihr könnt hier euren Standort dementsprechend wählen, vielleicht im Hausflur oder im Kellerraum oder vielleicht auch in irgendeinem Raum, wo mal eventuell diese Geräte nicht ganz so laut sein sollen. Das ist vielleicht dann auch für den einen oder anderen Mieter sehr interessant. Der hat nämlich eventuell keinen Kellerraum, wo er das aufstellen kann. Kommen wir nun zur reinen Grundinstallation. Wichtig, ihr seht hier, ich habe die Kopfeinheit und habe hier hinten auch gleich noch einen Erweiterungsspeicher stehen. Das ganze System ist natürlich ohne Probleme erweiterbar. Und zwar seht ihr das hier sehr schön auf dem Erweiterungsakku. Und zwar ist das der PP 2500. Diesen benötigen wir, um das System weiter zu erweitern. Dass wir hier das System maximal von 2,5 bis 15 kWh
erweitern können. Die Kommastellen habe ich jetzt mal weggelassen, aber das ist doch schon eine ganze Masse und somit dürfte dann auch für den Anwender hier auch alles dabei sein, sodass ihr auch richtig schöne Speichersysteme aufbauen könnt. Ich packe jetzt mal schnell diesen Erweiterungsakku aus. Ganz wichtig, wie gesagt, der Erweiterungsakku wie das Hauptsystem haben die sichere Lithium-Eisenphosphat-Batterietechnologie verbaut und hier garantiert der Hersteller bis zu 6000 plus Zyklen für diesen Akku. Damit seid ihr auch sehr, sehr lange sehr gut aufgestellt. Dann wollen wir das Gerät mal schnell aufbauen, hier in beschleunigter Abfolge. Wir stellen das Fußteil auf, achtet darauf, dass es schön gerade steht und haltet euch an die Abstände in der Bedienungsanleitung, damit das Gerät ordentlich atmen kann und ihr auch an die Anschlüsse kommt. Wir stellen darauf den Akku und auf den Akku die Haupteinheit, die Kopfeinheit. Achtet bitte darauf, beim Akku sowie bei der Kopfeinheit natürlich die Schutzkappen vor dem Zusammenstellen zu entfernen. Dann schließen wir das Gerät an das Stromnetz an. Das geht hier mit dem Kaltgeräte oder dem Netzkabel. Dieses wird hier eingesteckt und kann mit dieser Sicherungsschraube nochmal zusätzlich angeschraubt, gesichert werden. Zu guter Letzt bringen wir noch unsere verschiedenen PV-Strings hier an das Gerät an und damit ist das eigentlich schon einsatzbereit. Es fährt nebenbei bemerkt auch in dem Moment, wenn es mit den PV-Modulen oder dem Strom verbunden wird und hier eine Spannung anliegt, automatisch hoch. Im nächsten Schritt verbinden wir das Gerät mit der App. Hier ein wichtiger Hinweis, das ist die Jackery App, nicht die Jackery Home App. Hier hat Jackery jetzt auf die andere App gesetzt. Das heißt, wahrscheinlich will Jackery wieder alles in einer Haupt-App zusammenfassen. Wir öffnen die einfach mal. Dort meldet ihr euch auch einfach mal an, registriert euch. Und dann können wir gleich mit der Suche des Gerätes beginnen. Wir haben hier das Gerät eingeschaltet. Achtet darauf, dass das Gerät auch im dementsprechenden Verbindungsmodus ist. Wenn das nicht der Fall ist, hier drüben haben wir diese kleine WLAN-Taste, nenne ich es einfach mal, oder das WLAN-Symbol. Damit können wir auch das Gerät in die in den Verbindungszustand bringen. In der Regel im Auslieferungszustand wird es mit dem Stromnetz verbunden, ist es automatisch im Sendemodus, sage ich einfach mal. Wir suchen jetzt hier nach dem Gerät und wie ihr seht, haben wir ganz schnell das Gerät und meinen Smart Meter, hier oben habe ich den Karton hingestellt, der Smart Meter befindet sich hier oben drin, auch gefunden. Das heißt, das sind genau die beiden Geräte, die ich hier brauche. Also verbinden wir uns zuerst mit dem SolarVault 3. Hier müssen wir eingeben, wo das Gerät steht, damit es auch natürlich die richtigen Konfigurationen für das Land dann einstellen kann. Das stimmt hier alles. Wir klicken auf Weiter. Als nächstes verbindet sich das Gerät mit eurem WLAN, wählt euer WLAN-Netz aus und verbindet euch damit. Ein kleiner Tipp, alternativ haben wir auch einen Ethernet-Anschluss, das heißt, ihr müsst das Gerät nicht unbedingt per WLAN anschließen, sondern auch per LAN ist hier möglich. Damit habt ihr eine stabilere Verbindung. Ein weiterer Tipp zu dem Smart Meter, auch dieser kann natürlich in euer Netz eingebunden werden, verbindet diese beiden Geräte natürlich über dasselbe Netzwerk, über euer selbes LAN oder WLAN, sodass die Geräte auch wirklich zum Beispiel ohne Internet intern miteinander kommunizieren können. Das erhöht natürlich die Reaktionszeit. So, dann sehen wir auch gleich einen Hinweis, dass wir das Gerät aktualisieren sollen. Dann machen wir das einfach mal schnell. Als nächstes möchte die App, dass wir intelligente Geräte hinzufügen, wie natürlich unseren Smart Meter. Dieser soll dann natürlich auch im Verbindungsmodus sein, Kopplungsmodus. In der Regel im Auslieferungszustand ist er das. Wir haben ihn hier oben verbaut und ich klicke hier einfach mal auf Hinzufügen. Jetzt können wir wieder nach dem Gerät suchen. Übrigens, bevor wir hier was verbinden, hier seht ihr auch nochmal die Liste aller kompatiblen Geräte schön aufgelistet. Sucht dann euer Gerät aus und koppelt euch jetzt hier einfach mit. So, nachdem wir den intelligenten Smart Meter hinzugefügt haben, sehen wir jetzt auch in unserer Übersicht genau, was los ist. Im Moment ist es sehr bedeckt und regnerisch. Wir haben also nur 213 Watt vom Dach. Dann haben wir hier drinnen einen sehr starken Verbraucher, denn ich befinde mich hier in meiner Garage und ich lade da drüben gerade meine Zoe mit dem eigenen Ladeziegel auf. Das heißt, das ist ein einphasiger Ladeziegel, der bei dem Auto dabei ist. Der steckt gerade im Netz und wir sehen, dass wir hier 3227 Watt ziehen. Im Moment ist jetzt hier noch nichts konfiguriert. Das heißt, wir ziehen die Energie aus den PV-Modulen, geben aber noch nichts ins Netz ab. Wie machen wir das? Wir gehen hier unten einfach mal in den Energieverbrauchsmodus. Wir schauen mal, was hier alles möglich ist. Wir fangen einfach mal von unten an. Wir haben hier den Tarifmodus. Das wäre sehr sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel dynamische Stromtarife oder ähnliches besitzt. Dann haben wir hier den benutzerdefinierten Modus. Hier könnt ihr Zeitmodelle und ähnliches erstellen. Dann haben wir den Eigenverbrauchsmodus.
Den muss ich nicht weiter erklären. Es ist ja wirklich hier auf dem Bild alles sehr schön erklärt. Und dann haben wir natürlich den neuen KI Smart Modus. Den setze ich jetzt hier mal auf Start, verwende diesen mal und wir richten diesen jetzt einfach mal ein. Wir geben jetzt hier einfach mal den Standort ein. Den lassen wir einfach mal zu und geben die Strompreisinformationen ein. Wir haben jetzt hier keinen dynamischen Tarif, sowas besitze ich nicht. Ich habe einen ganz normalen Standardtarif, gebe den jetzt hier einfach mal ein. Bei mir im Moment ca. 33 Cent pro kWh. Ziemlich teuer, weiß ich, aber ist halt so. Und den haben wir jetzt auch gesetzt. Und wir stimmen jetzt hier unten zu und speichern das einfach mal und lassen jetzt mal den intelligenten Modus lernen und trainieren. Ihr seht, das dauert jetzt hier bis zu einem Tag. Das heißt, der Modus versucht jetzt euer Verhalten zu trainieren. Der Vorteil hiervon ist, der intelligente Modus erkennt euer Verhalten, kann dann dementsprechend den Akku gezielter vollladen, sodass ihr den Strom oder die Energie wirklich dann zur Verfügung habt, wenn ihr sie braucht. Wir drücken hier mal auf OK. So, und wenn wir zurückgehen, sehen wir, dass die intelligente Automatik, sagen wir einfach mal, die ganze Geschichte jetzt hier übernimmt. Aus dem Speicher nehmen wir ca. 580, 585 Watt, dann nochmal 217 Watt von den Modulen und somit kommen wir auf ca. 800 Watt Einspeiseleistung. Mehr dürfen wir nicht als Balkonkraftwerk und können jetzt somit das Laden meines PKWs unterstützen und wir müssen nur noch 2472 Watt aus dem Netz zukaufen. Somit unterstützen wir das Laden und somit funktioniert die ganze Geschichte jetzt hier schon. Ein weiterer Zusatztipp, wenn ihr nicht nur die Pro, sondern die Pro Max kauft, habt ihr hier drüben auch eine etwas größere Backup-Steckdose mit mehr Leistung und könnt hier eventuell einen gedrosselten Ladeziegel anschließen und könnt euer Fahrzeug vielleicht so direkt aus dem Speicher laden, wenn ihr hier genug Speicher oder Leistung drüben angeschlossen habt. Nur so als Tipp nebenher. So, ihr seht, das ganze System läuft. Wir haben das System jetzt aufgebaut und wir lassen das System jetzt einfach mal einige Zeit laufen. Das heißt einige Tage oder Wochen. Und ich werde das Ganze jetzt hier mal ein bisschen beobachten, wie gut das funktioniert. Und dann schauen wir uns im zweiten Video an, wie sich die Anlage so schlägt. Also bis dahin würde ich euch mal bitten, mir sämtliche Fragen, die euch zu dem System einfallen, einfach unten in die Kommentare reinzuschreiben. So kann ich auch ein paar Fragen einsammeln und diese vielleicht dann auch im nächsten Video mitbearbeiten. So, und an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Das Video entstand natürlich in Zusammenarbeit mit der Firma Jackery. Dementsprechend werde ich hier wahrscheinlich auch wieder einen Rabattcode erhalten. Diesen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr das System sowie natürlich auch die Leichtgewichtpaneele bei Jackery etwas vergünstigt erwerben. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch auch um einen Daumen hoch bitten. Und wollt ihr mich und meinen Kanal unterstützen, abonniert hier einfach meinen Kanal oder schaut auf meiner Homepage nach. Dort habe ich auch eine kleine digitale Kaffeekasse angelegt. So könnt ihr mich auch hier bei meinen Projekten unterstützen. Also wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, euer Marc auf YouTube.